30 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Episode des YPC Bank 2024 und damit zur 2. Folge der Gruppe D. Nach einem abwechslungsreichen Vormittag befinden sich 5 Angler bereits auf dem Board. In Führung liegt momentan Markus Eule mit 3 soliden Turnierhechten vor Ton van Ham und Mark Petschowski mit jeweils 2 Wertungsfischen. Alexander Wils und Kevin Imhof haben sich bei ihrem YPC-Debüt früh entschneidert. Markus von Ooy, John Chowns und Daniel Kowalczyk warten hingegen noch auf ihre ersten Punkte. Vielleicht aber nicht mehr lange. Mal sehen, wem die erste Aktion des Nachmittags gehört. I have no tail. Big pike. First try abilities. That's what I meant with there's always pike here. Oh! At least it was a bite. I don't think it's a beast. Get in there! At least it's not the biggest, but at least we got something on shore. All right. Ho, 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 ho. I doubt it, but we put something on the board. 38. Well, it's not what we wanted, but we're moving in the right direction. It'd be nice if it was a perch. Jetzt haben sie mir wieder die Craw runtergezogen. Es ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Es scheinen wohl ein bisschen kleinere Fische zu sein, die Craw nicht ganz schaffen, aber sie sind da. Yeah, he's not active anymore. Let's make a cross. Agent 004. 0 Bisse, 0 Fische, 4 Stunden geangelt. Und herzlich willkommen zur neuen Folge. Nein! Leute, mit Fisch. Und ich sag doch noch gerade, nein, Mann, ich hab's noch gesagt. Mal gucken, ob ich ihn bekomme. Hier hatte ich doch einen Nachläufer. Mann. Agent 014. 0 Fische, 1 Biss. 4 Stunden. Aber Twitchbait. Oh, die Sau, die Elendige. Ei, was ist heute los? Das gibt's doch nicht. Aber habt ihr gesehen, jetzt habe ich seit der ersten Absinkphase durchgekurbelt, ganz steady. Und dann kurz einmal durchsinken lassen. Und genau bei der Absinkphase dann hat er zugeschnappt. Aber ich weiß nicht, die verarschen mich heute, die Fische. Von vorne bis hinten verarschen die mich. Ich liebe Angeln, aber es gibt so Momente, hey, da wird es am liebsten. Das gibt's doch nicht, es gibt's echt nicht. Hey. Erst die Hechte dermaßen überhaupt keinen Bock. Dann im ersten Wurf bilderbuchmäßig Boing, Zander rein.
Meine vorgefertigten Vorfächer habe ich jetzt dann bald alle entsorgt. Es ist ein Wahnsinn. Gottverdammt, ich so. Ich glaube, das mit dem Hechtangeln, das wird wie gesagt jetzt halt wieder schwieriger. Aber ich spekuliere auch drauf, dass wir beim Zanderangeln vielleicht noch mal einen Beifang kriegen. Weißt? Deswegen sollte man vielleicht lieber abbrechen und sollten die Zeit zum Zanderangeln nutzen, weil das ist auch nicht einfach im Moment. Das ist gar nichts einfach. Angeln ist nie einfach. Jetzt steht der Zander auf dem Plan. Ich habe um ehrlich zu sein ein bisschen Zweifel, ob das so schlau ist. Also eigentlich hatte ich hier gut gefangen. Allerdings, wenn man mal schaut, es wurde noch gar kein Zander reportet. Und erst ein weiterer Barsch neben meinen Zweien. Also anscheinend haben die nicht so Laune. Und der Ton ist anscheinend Poltern gefahren, behaupte ich jetzt einfach mal. Der hat 2 schöne Hechte gefangen. Die Hechte scheinen, naja, zu beißen ist vielleicht übertrieben. Aber immerhin beißen ein paar. Sind ein paar gekommen. Aber ich versuche trotzdem Zander zu fangen. Ich werde das jetzt ungefähr, schätze ich, eine Stunde probieren. Ich hoffe natürlich, dass es klappt. Und wenn nicht, fahre ich vielleicht Hechtangeln und ich starte hier mit meinem Erfolgsköder, dem Magic Slim Shad. Neue Folge, neues Glück. Wir machen uns mal gerade ein paar Gummis fertig. Da muss ich die ganze Tasche nicht mitschleppen, weit sind wir nicht weg vom Auto. Und dann suchen wir weiter. Und hoffen auf den großen Barsch, den wir seit heute Morgen suchen. Fisch. Oh nein, oh Gottes Willen. Der wäre fast weg gewesen. Wow. Heute passieren Dinge, sage ich euch. Naja. Er ist am Ende im Netz und es ist auf jeden Fall ein maßiger Zander. Mit der Wahrheit 52,5. Gerade so. Also, ein 53er Zander. Ja, ich bin froh, dass ich ihn habe, um ehrlich zu sein. Cool. So, auf Wiedersehen. Danke für den Besuch. Marc kommt gut aus der Kabine und fängt erneut den ersten Fisch der Folge. Größentechnisch ist das sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Taktisch allerdings ist dieser Zander extrem wertvoll. Also der Fisch erleichtert mich doch sehr. Jetzt habe ich zumindest mal 2 Fischarten und habe den 3. Fisch gefangen. Den werde ich jetzt reporten und dann hoffe ich, dass ich hier vielleicht noch 1, 2 Fische kriege. Mal schauen. So Jungs, das war's mit meiner Hechtkarriere. Das beende ich da. Die Hechte machen Mittagspause, genauso so wie mir auch. Jetzt heißt Zander. We have some perch and zander to catch. Okay, let's prepare everything already. Pike box, not needed anymore. And wherever it is, aha, got him. Just a small box. I'll explain when we arrive to the spot what type of fishing we will do. Will be drop shot, but I'll explain it more when we arrive. And we need to hammer down some perch and zander. Grüßt man natürlich, so muss es sein, hier in den Niederlanden. Aber wenn ich auf dem Wasser bin, werde ich auch immer gegrüßt von den Autos. Und wenn einer hupt und ihr eine Angel seid, dann ist es ein Angler. So sieht's aus. So, welcome to our 4th stop. And no, it's still the same day, I just had to change clothing. Got my big rubber boots on because it's gonna get muddy. The rain's starting to pick up, so I put a jacket on, a little thicker one. And the second pair of rain pants because we're gonna spend about 2 hours here, finish the day in this last section. We have a nice whole shoreline to go through. It'll be balls to the wall. All different types of lures, colors, but we're gonna still stay around 7 to 10 grams
in that area. Kind of lean more 7 grams, really light. We'll see how it goes. The main benefit here is that we have clear water. So let's see if that makes that little difference. We got good wind. Rain is whatever. Who cares about the weather? It's crappy anyway all day. We'll see what happens. Let's just start casting what's on the baits now. So I'm gonna hit the shoreline right about to that pole, cast as far as we can, and retrieve. We're just gonna jig fish this area, nothing else. Yay. Right next to the shore. It was a small little bite. I know it was a perch because I felt that little head shake. Well, at least we know they're here. Hey, at least I brought the net closer to me. What do we got? Feels like a there. Ooh. Oh no! 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 It's like deja vu. Another baby. Uh-oh! I think we might be close, baby. He is. No matter which way you look at him. 41. 41. I guess we'll see you in 2 years on this one. Oh, thank you for the bite. Yeah, go bank fishing, they said. It's fun. You'll have an adventure. Get to drive around, see different spots. You'll have a good time, you'll enjoy yourself. Yeah, looks like I'm in a cow field. Also Jungs, wir sind jetzt an unserem neuen Spot angekommen. Wir fangen jetzt an Zanderfischen. Ich muss es auch echt sagen, ich bin jetzt ganz froh, dass ich aus meiner Warthose raus bin und endlich in deine geile Adventure-Klamotte drin bin. The tape is inside. Alright, and we have everything. Let's go. Jungs, jetzt bin ich gerade ein bisschen da enttäuscht. Enttäuscht bin ich nicht, aber ich habe mir da vorne das Tor rausgesucht, das Schleusetor, um da mit dem Quappi ein bisschen rumzufischen. Und dann hat aber mein netter Schiedsrichter und Kameramann gesagt, Eule, ab hier ist schon Gebet, Alter. Scheiße. Okay guys, we are drop shot fishing near the shore. So we are trying to catch sander and perch using our new Mega Tees on a drop shot setup. Let's try to get some sanders. So Jungs, was ich jetzt halt mache, das ist so quasi da ein bisschen vertikal angeln. Ich habe den Köder als ein bisschen Grund gelassen, einmal angekurbelt, so 40 cm über Grund. Jetzt laufe ich immer langsam nach vorne, habe einen 3 Gramm Kopf drauf und lasse dann immer so den Köder nachpendeln. Das werden hier wahrscheinlich Millionen Leute gemacht haben, vermute ich. Aber mit dem Quappi, der so vorne die Aktion ein bisschen hat, mit einer seitlichen Flügel, kann das ganz geil sein. Das probiere ich jetzt aus. Aber das Schiff, das laufe ich mindestens 2-mal ab. Einmal grundnah, wenn die Zander auf dem Grund stehen, aber bei so Hindernissen im Wasser, sage ich jetzt einmal, gell, wo Schatten werfen, wo es dunkel und drunter ist, stellen sich die Fische auch oft knapp unter den Bootsrumpf, in dem Fall jetzt. Und deswegen versuchen wir später noch einmal da so 1,50 Meter tief abzufischen, sage ich jetzt mal, dass die Fische, die unter dem Boot stehen, den Köder sehen, wenn er vorbeikommt. Ja, mal probieren. Das ist nicht gut für meine Schnur, das ist nicht gut für meine Nerven. Ich bin eh nervlich und ein Frack jetzt, Alter, weil der Plan einfach anders da war. Naja. Es gab schon andere Jahre, wo ich dachte, wackeliges Training, mal schauen, wie das rauskommt. Dieses Jahr dachte ich, ja sauber, habe super Stellen, haben zuverlässig funktioniert. Und jetzt stehe ich da wie der Esel am Berg. Scheint, als hätte ich meine Chancen vertan. Ist mir eigentlich egal, was beißt, Hauptsache es hat Maß. Und landet am Ende im Kescher. Die Biester liegen einfach auf dem Boden genagelt. Unglaublich. Ja.
That will be sizable. Yep. I didn't want to say it, but it was taking a little longer than expected. Yeah, it's sizable. 45. Oh, 45 approved. So guys, small zander, 45 centimeters, while fishing slowly with a drop shot setup and a mega tease. Let's get this one back and get a few more fish. Yeah. Perch. Nothing big, but could be sizable. Oh, and it's off. 26 approved. A perch, 26 centimeters. Nothing big, but I'm happy to have all the 3 species after the struggle this morning. Let's release this one and try and catch a bigger one. They are here. Das hat dann doch nicht allzu lange gedauert. Ton löst die Pflichtaufgabe buchstäblich im Vorbeigehen. Erwartungsgemäß gibt sich der Vize-Champion aber nicht so schnell zufrieden. We will try to get a full car today. We need 2 more fish, but to be honest, to improve we need 4 more fish. But just to have a feeling and no pressure on zone 4, it would be really nice if we can fill the cart. I know we can catch some bigger zanders also on this style. I caught some really nice 60 plus sanders doing this. So they are here. And we have 2 more little zones like this where we can catch fish. Ui, das wird wieder eng, aber der könnte Mindestmaß haben. Ah, das wird verdammt eng. Okay, wir haben einen maßigen Zander erwischt. So, der Zander hat bis, ja, genau 44. So, Leute, das ist ein maßiger Fisch. 44, ein kleiner Zander, aber ich bin echt froh, dass ich den habe. Der darf gleich zurück. So, während ich jetzt hier meinen Fisch reporte, sehe ich, dass noch ein paar Fische gefangen wurden. Noch 3 Stück nach meinem Zander. Ton ist natürlich, beim Ton ist toll, weil Ton hat jetzt alle Fischarten. Er hat jetzt 4 Fische und hat 2 Hechte, 2 schöne Hechte, einen Barsch mit 45, einen Zander mit 45 so, und einen Barsch mit 26. Und ist natürlich schön, alle Fischarten schon mal zu haben, aber wenn es bei uns am Tag 2 auch so bescheiden beißt, dann ist das nicht schlecht, alles zu haben. Aber ich habe jetzt 4 Fische, das heißt, ich versuche jetzt noch einen Zander zu fangen, und wenn das hoffentlich relativ schnell klappt, dann werde ich vielleicht auch Hechtangeln fahren. Aber jetzt lasst uns erstmal noch den Zander fangen, weil der ist auch am Ende wichtig. Wenn man ihn so reden hört, fragt man sich, was Marc an einem guten Tag alles fängt. John bekommt derweil Besuch von der mittelbaren Konkurrenz. Weiter geht's. Weiter. Hi. Hi. We just started fishing there. Yes. But we fished like 5 minutes. Yeah. So we leave immediately. No, you can fish there. I don't want to fish there. Okay. Will you go on the other side? The other bridge? I don't know. Okay. Have you catch something there? In the morning we fished like 10 minutes and Yeah. I had a really good one. Yeah. And one in the harbor there. But It's very bad. they're not moving today. No, I know. I lost one. Yeah, they're really not moving. Yeah, very well. it's very, very bad. I know yesterday we moved quite well. Yesterday was very good. Yeah, and today just a few actions. That's it. That's fishing, oh? Oh yeah. Ciao. That's always the same. Thank you. Hier fische ich viel vom Boot. Und dann werfe ich immer hier zur Steinpackung. Immer so nah an der Steinpackung. Und hier ist eigentlich so ein... Wenn nichts ging hier auf dem Tümpel, habe ich hier immer Fisch gekriegt. Fisch! Yes! Ja, was für eine Flöte. Ja, wieder mal ein Fisch. Aber den brauchen wir, glaube ich, gar nicht messen, der ist wieder zu klein. Kann ich mir unmöglich vorstellen, dass der 42 hat.
Nee, 6,37 dachte ich schon. Schon so lange kein Fisch gesehen. Da muss man halt mal schauen. Und der geht wieder zurück. Ha, das Tock ist schon ein schönes Gefühl in der Lucky. Aber die Größe habe ich hier überhaupt noch nie gesehen. Man muss schnell alles kontrollieren und dann holen wir die Oma von dem kleinen Kämpfer ab. Das wäre doch was. And then all of a sudden I just feel like this pulling sound. He was trying to inhale it and I just saw, I think it was a pike just turn over right in front of the rocks. Son of a... Well, I guess that proves the point. Pay attention until the line is out of the water. Ay, ay, ay! You won't believe it. Come to daddy! I swear to God, it's the same one. This time I played with him all the way to the bank. It has to be the same guy as before. All right, to be safe, 54 and a half. Let's agree and set you free. Well, at least we're on the board, baby. No donuts for this guy, except for the ones we eat. Oh! I think that's one of the best feelings you can have. Finally! A little Ohio saved me today, but in natural color. But I'm assuming they're just biting small little bait fish, because we caught one on a 2.5 BLS. We've caught them on the Ohio, or at least had bites. All just small little lures, and all close to shore. It's like they're just waiting for the small little bait fish and still keep jabbing them at the shoreline. Nothing from long casts. Nothing from long casts today. Leute, ich habe eine gute und eine gute Nachricht für euch. Zuerst die gute. Wer von euch einen Raubfisch-Adventskalender vorbestellt hat, bei dem dürfte es in Kürze an der Tür klingeln, denn Europas beliebtester Angel-Adventskalender wurde palettenweise bei uns zugestellt und wird jetzt ausgeliefert. Und jetzt die gute: Wer noch keinen vorbestellt hat, der muss trotzdem nicht leer ausgehen, wenn er jetzt nicht zu lange zögert. Heute bestellt, in wenigen Tagen bei euch, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und tausende zufriedene Kunden geben mir recht, das Ding hier ist wirklich ein No-Brainer. 100 € knapp, 240 € Warenwert, nur exklusive Farben, geile Marken drin, da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Also holt euch das Ding jetzt, sonst ist das Geheule am Ende wieder groß. Was ist das denn schon wieder? Micha sagt, das ist das schlimmste Kostüm aller Zeiten. Ja, und wer muss es jetzt anziehen? Flasche entscheidend. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß, immer ich. Es ist Halloween. Naja, noch nicht ganz. Aber unsere Aktion geht in die nächste Runde. Es gibt wieder Süßes oder Saures. Für nur 29,95 € erhaltet ihr in den sauren Tüten einen Warenwert von mindestens 42 € und im süßesten Tütchen winkt dem Gewinner ein Jackpot von über 2.500 €. Und das Geilste daran ist, bei einer Bestellung bis zu 5 Tüten garantieren wir, dass kein Köder doppelt ist. Alle weiteren Infos findet ihr auf hechtundbarsch.de und nur solange der Vorrat reicht. Und ich muss jetzt aus diesem Kostüm erstmal raus.
So, Jungs und Mädels, ich ärgere mich gerade tierisch über mich selbst, Alter, dass ich das nicht vorher gecheckt habe, ob das legal ist oder nicht. Das heißt, mir steht mal wieder das Gesetz im Weg. Und da habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf, Alter, in dem Alter mittlerweile. So, High Risk Move, Stunde Fahrzeit, aber ich fühle das nicht, das ist nicht meine Angelei, da geht nichts. Ich habe noch einen anderen Spot in der Hochwasserhölle an einem großen Fluss, das ist ja eher meins. Das probieren wir. Abfahrt. Es geht weiter mit der Suche nach einem guten Barsch. Na, wir fischen jetzt ein bisschen Kanal, einfach ein bisschen Spundwand laufen. An der letzten Stelle hat es leider nicht so gut funktioniert. Da stand ein Boot und ein anderer Uferangler. An der Stelle haben wir trotzdem noch eine Stunde gegeben, aber es war nichts. Deswegen geht es weiter. So, wir sind jetzt an meinem vermutlich vorletzten Spot angekommen. Wir sind wieder außerhalb, so am Rande einer Stadt. Hier finden wir eine Mauer, bei der ich hoffe, wieder mit meinem DT6 einen Zander oder einen Barsch abgreifen zu können. Das heißt, ich werde den nach unten lassen, werde den an der Mauer entlang schleppen, also parallel zur Mauer. Dort gibt es an den Kanten Muschelbänke, ein bisschen Kraut. Und ja, wie bekanntlich lauern dort gerne mal die Barsche, die Zander, die Hechte. Hoffentlich auch heute. Das sind hier, müssen kleine sein, das gibt's ja nicht. Den 6,5er nicht erwischen, 7,5er. Also wenn hier auf den Stück jetzt kein Hecht kommt, dann fresse ich einen Besen, ey. Schon wieder so ein Tag zum Vergessen, ey. Ist doch mittlerweile sehr ungemütlich, ne? 6 Stunden im Regen. Fisch! Ja, sauber, Mann. Jetzt geh nicht ab, Kollege. Ah. Geil, Mann. Der hängt gut. Der hängt gut. Oh, Leute, Mann. Ist kein großer, aber ist auf jeden Fall ein Hecht. So, jetzt nicht springen. Ja, ist kein großer, aber scheißegal. Es ist ein Hecht, Leute. Spannung halten. Komm her, Junge. Und er hängt auch noch so ganz scheiße knapp, der Kleine. Oh, Leute! Oh, es tut mir jetzt auch mega leid, dass ich den jetzt hier um den Kescher legen muss, weil der Kescher ist nass. Ja, Mann, ey. Leute, Mann. Kann doch nicht wahr sein, oder? Ich habe dich jetzt immer einen Wurf geleiert, einen Wurf gejiggt, gefaulenzt und der kam jetzt beim, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe ihn abziehen lassen. So, schnell hier drauf. Irgendwie so halbwegs gerade, ne? Ah, ist natürlich hier Kacke mit dem Messen jetzt, ne? Der muss auch schnell rein, der Kollege. Das Wohlbefinden des Fisches ist mir nämlich wichtiger als, zeigen wir euch ja, ein Hecht hat jeder schon mal gesehen. Der muss nämlich schnell rein. So, Leute, 71. Die sind so schlank, wenn die so klein sind. Aber der muss schnell rein. Komm, und. Alter, hast du das gesehen? Der ist raus und hat einen Flipper gemacht. Leute, ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue. Weil ich muss heute den Hecht kriegen. Damit ich an meinem zweiten Tag entspannt auf Zander und Barsch angeln kann. Oh, Mann. Achso, zum Köder. Lieber Domme, falls du zuschaust, mein Freund. Domme hat gesagt, Fisch den Pike Shad Johnny. Mann, der Köder ist echt geil. 14 cm. Für müde Räuber genau das Richtige, der so... Leute. Oh, jetzt kriege ich einen Kreislaufkick. Ich habe noch gerade zum Kameramann gesagt, ich habe nur Kaffee getrunken heute. Alles gut wieder. Kennt das, wenn ihr aufsteht? Emotion pur. Mann. Und zu meiner Route.
Es ist wieder die HTYs 10 Jahres Limited Edition. Das ist für mich so ein Allrounder vom Ufer. Die hat nur 50 Gramm, aber ihr kriegt so einen 14er Shed perfekt geworfen. Ihr könnt damit geil jiggen, geil auf Hechte leiern. Also es ist wirklich so ein Stock, wo man sagt, der kostet zwar ein bisschen mehr, aber wenn ich jetzt eine Ufertour mache, ich gehe vielleicht ein bisschen Poldern, ein bisschen Hechtangeln oder ein bisschen Zanderangeln oder beides, dann braucht ihr einfach nur eine Route und müsst nicht da, so wie ich gerade, die ganzen Routen mitschleppen. Ja, aber an manchen Spots, da braucht man das einfach. Aber jetzt habe ich ja auch nur die eine Route, weil hier kann nur der Hecht für mich in Frage kommen. Vielleicht auch ein Zander. Och, Leute, Mann. Ich glaube, das ist so 10.000 Kilo von Johnnys hart durchtrainierten Körper fallen einfach so runter. Ich würde jetzt gerne das T-Shirt ausziehen, aber ich will ja nicht, dass eure Frauen euch dann anschließend gleich verlassen. Ne? Bei mir morgen klingeln. So, jetzt gehen wir weiter. Damit hat sich's also bei John erstmal ausgeschneidert. Und es scheint insgesamt so, als würden die Räuber nach dem mittäglichen Zwischentief nun wieder etwas aktiver. Oh, Fisch. Oh, schwerer Fisch. Bock gut. Oh, ich habe nicht gesehen, was es ist. Oh, Hecht. Er will nicht. Was ein Kampf. Ja, jetzt aber. Boah, das ist aber gut schwer. Das ist immer schön. Das ist zwar nicht der Zielfisch, aber auf jeden Fall eine gute Erleichterung für jetzt. Wir gehen hier ins Gras und dann versorgen wir den Fisch. Die Matte ist noch ein bisschen feucht. Wir werden es aber nochmal dem Fisch zuliebe ein bisschen anfeuchten. Die Cleanup Craw Green Pumpkin Chartreuse über den Grund geschliffen. Ah, 98 cm Hecht. Das ist auf jeden Fall ein toller Fisch. Kurz vor Meter. Sogar mein größter, denke ich. Jawohl. Ja, da geht er. Erleichterung auf den letzten Meter, das muss man wirklich sagen. Ich habe hier im Training Barsche und Zander gefangen, keinen Hecht. Also ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Aber so ein Hecht nimmt man natürlich dankbar an. Dass Hechte hier nicht unbedingt im Fokus standen, hat der Kescher fast schon vermuten lassen. Sei es drum, Alex kann mit seinen beiden Wertungsfischen zu diesem Zeitpunkt mehr als zufrieden sein. Übrigens hat die designierte Barschrute den unerwarteten Härtetest bemerkenswert locker verkraftet. Ich habe mich jetzt hier an dem Spot für eine Okuma Guide Select Spin entschieden mit einer ITX CB. Die Rute hat 10 bis 30 Gramm Wurfgewicht und ja, ist ein bisschen sensibler. Gerade hier für die Angelei, wo ich möchte, dass ich den Grund spüre, dass ich verstehe, wie könnte es am Grund aussehen, heißt Muscheln, Steine, Gras, all diese Dinge. Und spüren will, dass die Craw sich am Grund bewegt, ja, ist das eigentlich eine super Route. Die Spitze gibt da relativ schnell Rückmeldung und verkraftet halt auch mal einen 70er Zander. So, Jungs und Mädels, wir sind jetzt an einem Großgewässer angekommen, großer Fluss, die Waal. Jetzt bin ich schon das 3. Mal in Holland und habe erst erfahren, dass das der Rhein ist eigentlich. Aber am Rhein bin ich schon groß geworden und deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz gut. Jetzt wird mit kleinen Ködern gefischt, mit der Hoffnung, vielleicht noch einen Barsch abzugreifen
Und wenn ich hier mal Zander gefangen habe, dann habe ich sie beim Jiggen hier mit kleinen Ködern, 8er, 10er Ködern, habe ich sie hier gefangen und das werden wir jetzt hier machen. Wir haben ein leichtes Hochwasser, das heißt, viele Leute fischen dann solche Großgewässer gar nicht, trauen sich da einfach nicht dran. Aber bei mir am Po ist es ähnlich und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge oder habe zumindest Hoffnung, dass man da noch einen schönen Zander irgendwie rauspicken kann jetzt. So, ich fange mal an mit 40 Gramm. Sexy Swimmer in Motor Oil, 8 cm. Mal gespannt, ob hier was geht. Und jetzt setzen wir gleich auch ein bisschen Pasta ein, weil beim Barschangeln und beim Zanderangeln angel ich bei der Wurfangelei nur mit Paste und ihr braucht eigentlich nur 3: Knoblauch, Stint und seit neuestem hat die Firma Lure Junks Grundel und der ist richtig am Stinken und ist wirklich sehr effektiv. So, hier fangen wir an. Obwohl, lass mal ein bisschen näher an den Brückenpfeiler. Die Jungs sind jetzt weg. Ja, ich wollte da gerade nicht hingehen. Wir haben den Sami nochmal getroffen. Wollte den natürlich auch nicht dann auf die Pelle rücken. Der macht gerade Werbung, irgendeinen Film für LMAB YouTube-Channel. Und da will man ja nicht gestört werden. Ich suche mein Dropshot-Rig, mein fertiges. Aber es sieht so aus, als müsste ich das eben basteln. Ich war mir sicher, ich habe noch eins, aber es ist keins da. So, jetzt habe ich hier irgendwo Stahlverfächer schon fertig gemacht. Hier sind sie doch. Stundenlang zu Hause geknüpft und alles ordentlich eingerollt und jetzt gleich ist auch so alles wieder vertüdelt. Probieren es nochmal. Ja? Also zur Schnur sage ich jetzt mal nichts, ja, aber Schnur ist halt schon ein Vertrauensthema. Ich kann gar nicht mehr, ich reg mich so auf. Es kocht, in mir kocht's. Was ist jetzt? Nächste Schnurdebakel. Ich wollte nur sagen, eben Schnur ist Vertrauensthema und wir sind ja schon länger an unserer eigenen Schnur dran, aber ich fische immer auch wieder Fremdprodukte. Und böserweise waren jetzt genau die 2, die heute zweimal abgerissen sind, die Fremden. Und das zeigt halt wieder mal, Schnur ist schon wichtig. Das wird ein kleinerer. Ich glaube, der hat's. Okay, der nächste kleine Brückenzander. Ja, der hat's. Er hat genau 42. Ja. Okay. Ja, der nächste kleine Brückenzander mit 42. Der darf zurück. Okay, damit sind bis auf den Hecht die Fische alle soweit in der Karte, aber halt größenmäßig bis auf den 45er Barsch muss ich sagen, naja, aber wird nicht gut gefangen, deswegen bin ich froh. Ich gucke jetzt gleich mal auf die Uhr und dann werde ich mich entscheiden, ob wir direkt Hechtangeln fahren oder aber ob wir nochmal, sage ich, vielleicht 15, 20 Minuten investieren, vielleicht an einer anderen Brücke nochmal. Staan om bij een brug te vissen, laat staan om op de palen te gaan staan. Wil je daar alsjeblieft weggaan? So kein Wort verstanden. Wir fischen jetzt die andere Seite der Brücke. Mit dem Gummi, mit der Craw, mit allem mal so ein bisschen aus. Die Spundwand da ablaufen. Ne? Die Fahrrinne mal ein bisschen abtesten und hoffen auf Fisch. Also du sagst, das trägt uns? Oh, ich in meinem hohen Alter, Junge. Stabil, ja, rutschig auch. Na komm, komm runter mit deiner Kamera. Junge, Junge, ey. Was ein Tag. Was ein Tag. Da ist er. Da ist er, der Lurch. Naja, okay. Oh, 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 oh. Oh, mein Freund. Oh Gott, wie tief ist denn da, Alter? Ist das so, da. Oh, nee. Nee. Alter, gibt's euch auch in groß? Oh,
Petri, Mr. Waller. Ist das ein Portionsfisch? Kann Zander, so kleine Zander kann ich nicht gut schätzen. Bei mir gibt es bloß große, da wo ich herkomme, ohne Scheiß. Probier mal, oder? Kostet schon nichts. Super, das ist ein geiler Start auf jeden Fall. Und wenn das Ding jetzt noch 42 hat. Was braucht er? 2? Ah, da ist er ja, 42. Super. Komm her, du Fritte. Siehst du, wie ich ihn durchgehämmert habe, alle mit meiner Peachig. Zack. So. Oh. Nein. Ich fass es nicht. Guck mal. Der liegt vorne an, Erich, guck. Ja. Der Lurch hat 43 cm. Maßiger Fisch, Alter. Was ist denn das? Der Ton, die Sache. The plan is working. Geiler Scheiß, super. Jungs, freue ich mich wie jetzt auch, weil das ist wirklich noch Plan. Naja, wir fangen noch einen Gräser an, dann gehen wir das viel fotografieren und filmen. Geil, Alter. Jawohl. Super, so. Bauch. Jetzt ist mal. Jetzt ist mal echt, Alter. Super. Oh, das wollte ich ihn schon wegpacken. Schön gedenkt. Aber ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh Gott. So. Oh, was ist denn das? Guck mal. Vom Hochwasser. Krabbe oder was? Deswegen fressen die alle, die Krabbe. Die sagen immer Krebstiere, Köder, in Wirklichkeit sind es Krabbe. Erster Biss, erster Fisch. Und da haben wir nicht mal alles optimiert. Einen Wurf mache ich noch und dann mache ich das Motoröl runter, mache ich jetzt 40 Gramm, 12 Gramm drauf, dass die Absinkphase eine Sekunde länger ist. Und dann geht's ab. Dann kommt der große, pass auf. Oh, das, keine Ahnung. Was war das? Oh, Nachläufer. Fuck. Über ein Zander. Big Sander. Oh, Zopf. Shit. Ah, nee. Vom Drill die Bremse nicht aufgemacht, zugemacht und hängt nicht. Scheiße. Fisch. Ah. Da wissen wir, was es war. Scheiße. In den letzten 5 Minuten 3 Bisse gehabt. Vielleicht werden sie ja noch aktiv. Ich kann mal wenigstens einen Zander abhaken, aber der sieht mir so aus, als würde er nicht reichen. Nein, reicht nicht. Aber den wollte er haben, ne? Lass mal zurück. Gucken wir mal, vielleicht kommt noch einer. Wir feiern Monkey Lures Week bei hechtundbarsch.de und das bedeutet, es gibt wieder richtig fette Preise. Ihr müsst einfach meine Marken Monkey Lures oder Big L shoppen und für jeweils 50 € landet ihr mit einem Los im Lostopf. Der Hauptpreis ist ein Angel- und Drehtag mit mir auf meinem Boot. Du bist mein Gast und kannst mir sagen, welchen dicken Fisch du gerne fangen willst. Der zweite Preis ist ein Zanderpaket. Du bekommst meine Traum-Zanderroute plus die passenden Köder und Haken. Der dritte Preis ist eine Barschroute plus die passenden Köder und Haken. Viel Erfolg und ich freue mich auf den Angeltag mit dir. Hey Leute, Enrico hier mit weiteren News für die neue Saison 2024-25. Wir bei LMAB erweitern die Rodfather Casting Serie um 2 weitere Modelle. Hier kommt die neue Shoot and Jerk, eine Route, die ich gemeinsam mit Johannes Gasser konzipiert habe, einem der führenden pelagischen Angler in Europa. Ob zum Pelagen oder Sharpshooten oder zum Polderangeln mit Jerkbaits, Glidebaits oder Swimbaits. Dieses 2 Meter lange Federgewicht pariert jeden Biss mit kompromissloser Direktheit. 40 Tonnen Toray Carbon Blank, Fuji Rollenhalter, Fuji K-Guide Beringung und ein Carbon Crosswinding über den kompletten Routenblank. Dafür brauchst du eigentlich einen Waffenschein. Die neue Shoot and Jerk ab sofort in deinen Tackle Stores. 150 € Angelset geschenkt. Das ist doch bestimmt Beschiss. Nee, das gibt's zu jedem Angelscheinkurs nur für kurze Zeit gratis dazu. Ach, das ist doch einer wieder Spittelschrott.
Guck mal, alleine die Lamestik von LMAB kostet 90 € im Laden. Aber da ist doch keine Rolle dabei. Klar, guck hier, von Abu. Mit geflochtener Schnur sogar. Nee. Doch. Aber die teuren Köder musst du dir noch kaufen, oder? Nee. Oh. Köder und Zubehör sind auch dabei. Mach keinen Scheiß. Das klingt wirklich gut. Also, auf geht's. Angelset sichern, Kurs auf anglerschmiede.de buchen und dann ab ans Wasser mit dir. Big perch, I think. It's definitely something heavier. No, Xander. But it's better. Oh, perch! Woo-hoo-hoo-hoo! 40 a perch! Now we are talking. Now we are talking. Look at that. A perch of 45. And the hook's out. Ooh, that's nice. That is nice. Look at that perch, guys. Wow. That's why we came to this spot. We have some quick sander and perch action, like in pre-fishing, all on the drop shot, and it's really a key factor to catch fish here. Let's stop talking and measure it and release it. It's 45. What a perch. 45 centimeter. That's definitely a good improvement, and let's release it gently. Bye bye, buddy. Don't scare off your friends, because I want to catch them also. Welche Zone ihm zugelost wird, scheint wirklich völlig egal. Der Belgier liefert immer. Etwa 1,5 Stunden vor Schluss rückt das erklärte Ziel Full Card damit in greifbarer Nähe. Wir werfen einen genaueren Blick auf Tons Drop-Shot-Favoriten. So we are middle of a street, a busy street, but I like to take the opportunity to explain the lure to you guys. So this lure is one that has been in the Western Range and was taken out. Luckily they brought it back because it's one of my favorite lures for drop shotting. It's something you don't find too much with these special V-tail. It has a really big tail, which makes it, as you can see, really easy to have it with just small vibrations. You can let it move really good. Close to the bottom, on drop shot rig, it's a true killer. Let's see if we can catch another fish on it. Komm. Jawohl. Ah, das ist etwas besser, Leute. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Magic Slim Shot 5 Inch. Fire Tiger, Klassiker. So. Und dieser Fisch hat, naja, 47 cm. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, muss ich sagen. Für die Kamera. Und dann darf der Kollege auch gleich wieder zurück. Und er will schon wieder raus. Und da geht er dahin in den Kanal. Ach, sehr schön. Ich habe ganz vergessen, meinen anderen Fisch zu reporten, den 42er. Das mache ich jetzt noch schnell. Zander 42 und jetzt Zander 47. Und sehe, dass Ton von Hamm einen 45er Barsch gefangen hat. Ziemlich stark mit seinem 90er Hecht noch. Das ist gut. Naja, ich glaube, wir fahren dann auch gleich mal Hecht angeln, weil das ist guter Radheuer, muss ich sagen. Ne, ich glaube, wir fahren gleich Hecht angeln. Okay, Leute, Auto noch zumachen wäre gut. Wir sind jetzt Hechtangeln gefahren. Ich bin an einen See gefahren, wo ich vorher noch nie war. Nicht mal gucken. Das ist so ein Tipp gewesen von einem Kumpel aus Holland, von Max. Der meinte, hier gibt es auf jeden Fall Hechte. Das hat er mir schon gesagt, wo ich trainiert habe. Ich hatte allerdings keine Zeit, hierher zu kommen. Und bin jetzt einfach random hier hingefahren, habe mir gerade einen recht teuren Whispers gekauft und hoffe, dass hier jetzt ein Hecht kommt. Eine Stunde Zeit haben wir noch. Ha! Leute, Hafen dazu, Restaurant dazu. Die haben abgeschlossen. Da kommen wir nicht mehr drauf jetzt. Gehen wir auf die Spitze. Nehme ich ein paar Crankbaits mit einem Hechtköder. Da ist diese Brücke
Ist eigentlich kein so ein richtig guter Spot, aber ab und zu kommt da auch mal ein Hecht raus. Ich habe auch schon einen oder anderen dicken Barsch da mal gefangen. Also Ende 30, so 40. Ich wechsle jetzt mal die Köder. Ich bin jetzt mit dem Scanner gestartet. Hier steht allerdings zumindest an der Uferkante das Kraut relativ hoch. Und wenn ich ihn so langsam fische, wie ich ihn eben fisch, dann komme ich da ganz schön ans Kraut, das mir nicht so gefällt. Ich mache jetzt einen Dauswimmer drauf. Dauswimmer 220, wer YPC ferngeguckt hat, hat gesehen, das Ding fängt nicht nur große Hechte, sondern auch Zander und gibt da mal einen Barschnachläufe. Und auf die andere Route, wo ich den Nitro-Shed drauf gemacht habe, werde ich mir jetzt ein Rubber Jig drauf machen, einen sogenannten Swim Jig, eben um ein bisschen mehr durchs Kraut und so zu fischen und durchs Schilf. Das ist der Jungle Blast von Ilex mit einem Fat Shed als Trailer und es funktioniert ganz gut. Damit kommt man gut durchs Kraut und durch das Schilf. Da kann ich noch ein bisschen mehr in die Hindernisse rein. Ich angel zu Hause bei mir viel solche Baggerseen und angel das auch echt gerne. Deswegen, ich finde den See ganz schön. Ob es am Ende klappt, werden wir sehen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Fisch! Jappa, Leute! Das war doch noch mal eine gute Entscheidung. So, jetzt alles aus den Taschen hier sicher. Und ich wollte erst gerade sagen, ich hasse diese Angelei. Spundband laufen, ich hasse es. Und sofort ist mir ein Hecht eingestiegen. Der ist auch gar nicht mehr, ist auf jeden Fall ein Upgrade. Nur jetzt die große Frage, wie kriege ich den raus mit meinem kleinen Kescher? Und mit meiner Barschrute? Hängt er denn wenigstens gut? Ich möchte gar nicht so viel Druck machen. Das ist meine Barschrute hermarschiert, ummarschiert. Ja, die Red Shadow, 25 Gramm Barschrute, er hängt genau vorne. Das ist natürlich Horrorszenario, wenn ich den jetzt versuche mit dem Kescher, müsste ich eigentlich drankommen. Und wenn ich vorne an die Schnauze komme, an den Wobbler und mich vertüddel, weil ich natürlich so einen super langen Kescher dabei habe, super professioneller Johnny Angelguide hier. Schwer zu sagen, könnte 90 haben. Also ich habe jetzt den Daumen auf der Rolle, hab's auf und lasse ihn einfach ein bisschen toben. Und da kommt jetzt ein Schiff, das ist natürlich scheiße. Meine Kinder könnten zugucken, ist natürlich nicht so toll, wenn der mir jetzt über die Schnur fährt. Oh, der ist gut, aber das ist ein guter Wertungsfisch, Leute. Aber 90 hat er nicht. Kameramann, es war ein guter Plan, ne? So, Abpackmatte raus, die ist noch nass von gerade. Hier eine gute, kann ich empfehlen, Westin-Zange. So, mit den Drilling immer aufpassen, super dangerous. Zum Köder erzähle ich euch gleich was. Ein kleines Upgrade ist er. Haben wir aber rausgeholt. Na, 80 cm mit Brechen und Biegen auf Zehenspitze. Ist doch ein schöner Hecht. Ja Leute, dann lassen wir den Guten mal schnell wieder rein. Here, you want a Snooki? So, und da geht's ja wieder. Die Mutti. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Haben wir doch alles richtig gemacht. Manchmal muss man auf seinen Bauch hören, Leute. Also, eines lässt sich auf jeden Fall festhalten. Besonders anfällig für Turnierstress ist der Mann nicht.
Ein zweiter ordentlicher Hecht für den YPC-Rückkehrer. Auf gleichmütigen Drill folgt gleichmütige Tackle-Präsentation. Das war der Übeltäter von Shimano und Crankbait, Kozak. Den hat der Kai mir geschenkt. Kai, vielen Dank, er hat sogar Fisch gebracht. Dann ist extra eine Crankbait-Route von Harty Weiß, aber ich benutze die allgemein zum Barschangeln für Hardbaits. Und ja, eine Metanium DC drauf, einfach hier lang gelaufen. Der hat auch nicht getockt, kein gar nichts. Der hing einfach, der hat sich einfach reingehangen. Und dann wiederholen wir das doch nochmal. Sauber in die Packung rein. Oh yeah. Okay, so, machen wir mal kurz Farbwechsel da. Warte mal, was habe ich denn dabei? Sieverkram ist zu leicht. Oh, da, guck mal da. Oh. Komm, ich probiere mal den Quapi aus. Quapi. Ich weiß halt nicht, ob der Händler da wegen dem Köder so gut fängt oder weil es halt einfach eine Maschine ist, weil er wirklich da. Weißt du, was ich meine? Viele versuchen ja zu denken wie der Fisch, aber Sebastian denkt, er ist ein Fisch. Probieren wir mal. Farbe unbekannt. Bei mir zumindest. Komm, besser kann man nicht das Schild führen. Fisch. 42 braucht er, gell? Ja, sind wir ganz weit weg. Ja. Perch. Fuck. Jetzt habe ich den besseren. Jetzt habe ich den besseren. Jawohl. Oh. Strammer Fisch. Oh, mein Schnur hat Kontakt mit irgendwas. Der steht da unten in der Packung drin. Guter Fisch. Krasses Brett. Jawohl. Super. Okay. So viel zu dem Thema. Wie geil ist denn das gerade, Alter? Boom, Alter. Geil. Fett, Alter. Jetzt ist er, so wie ich gesagt habe. Und da guckt das auch auf den Quapi tatsächlich. Okay. In Violettglitter. Unglaublich, Alter. 63,5, 64, der Ober hat er sogar 64 Stück. Super. Schön. So, da hast du jetzt noch ein Tier. Ich habe so gesagt, große Flüsse, Zander. Mega schön, super. So. Zander ist doch ein Schwarmfisch, oder? Da gibt es bestimmt noch die Schwester dazu. Ich habe so ein Gefühl. Ein paar Wurf haben wir noch. Perch. This net is so useful for sharks like this. Hard to reach, it's just a small perch, but it's sizable and it's our full card. There we go. Let's quickly check how long it is. 27 approved. It's right in front. So guys, our full card fish, not the zander we were hoping for, but hey, a full card is a full card. Perch of 27 centimeter. Let's release him and continue fishing.
And this is why I love this net. It's a high shore. What you do with this unfoldable net is you just glide it in, release the perch like that, shake it a little bit off, glide it back in, and you're set to go. Really, really nice net, W6 telescopic landing net. Definitely check it out if you're street fishing against shorelines like this. Yes, that's definitely an improvement. 35, I think. So much fun on this W6 street stick. It's a rod with a weight of 2 to 10 gram casting weight. It makes so much fun. 34. 34. Here's the fin. So guys, nice upgrade. 34 centimeter. Really good strike also. Let's release him quickly and continue fishing with the drop shot. It's working like hell. Bye bye. That's such a nice net. Wer fängt, hat Recht. In dem Fall das Recht, sich quasi einmal durch die gesamte Westin-Produktpalette zu erklären. Ton macht seinen Ausstatter stolz, wertet die frühe Full-Card sogar noch einmal auf und hat an der Spitze nun schon ein kleines Polster nach unten. Können sich die Konkurrenten vor Ende des ersten Tages vielleicht noch mal ein wenig annähern? Sehr zäh heute, Olli. Nein, wir haben echt alles versucht heute. Den schnellen Erfolg gehabt heute Morgen. Die Spots abgefahren, ein bisschen Pech gehabt. Aber Tag 2 werden die Karten neu gemischt. Kein Biss mehr, als ob da irgendwie die Musik vorbei wäre. Fisch! Oh, der ist gut. In den letzten Minuten. Ne? Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich muss jetzt ein bisschen flotter machen, weil der hängt ganz vorne. Und runter. Zack. 59. Dann haben wir den heute auch noch abgehakt. Ist auch gar kein schlechter. Mal raus. Schön auf dem Bleak-Shed. ...76... mit Krümmung, 16 Uhr, Tag 1 zu Ende, Abschluss mit einem schönen Pike. Der Tag beging mit Fisch und endet mit Fisch und zwischendrin war alles so ein bisschen langweilig. Aber Tag 2 wird's richten. Bis dann. Alright, what a day. The start was not good. 4 hours of no action. That's really tough. But in the end we were able to pull it back and I'm really happy we have a full card and in the next zone I can go for big fish. Es ist eine bittere Pille. Also so ein Angeltag kann ich mir jetzt gar nicht so genau erinnern, wann das letzte Mal war. Nichtsdestotrotz 8 Stunden reichen für eine Full Card, das hat Ton heute gezeigt. Ton, zieh dich warm an. I'm coming for you. Es bleibt noch ein Tag. Es wurden ein paar große Fische gefangen von verschiedenen Teilnehmern. Am Ende war es aber, glaube ich, für alle ein zäher Tag. Und ich hoffe, dass mein zweiter Tag etwas besser verläuft und vor allem mit besserem Wetter. Aber darauf haben wir keinen Einfluss und was die Fische machen. Aber ich werde mich auf jeden Fall gut vorbereiten und alles geben, dass es reicht zum Weiterkommen. Ich gucke jetzt noch mal in die Gruppe, was die Kollegen so erwischt haben, was sie so auf die Matte bringen konnten. Schmiede dann meinen Plan für Tag 2. Der wird sehr wahrscheinlich ganz im Zeichen von Zander und Barsch stehen. Und ja. Und sag vielen, vielen Dank. Leute,
schreibt was Nettes in die Kommentare, dann freue ich mich. Wenn ihr was Böses über mich schreiben wollt, dürft ihr es auch, vergesst aber nicht, 2 Kinder von mir, die können schon lesen und schreiben und die lesen auch die Kommentare. Und wenn ihr dann so unterirdische, super schwachsinnige Kommentare oder beleidigende Kommentare liest, da könnt ihr euch ja vorstellen, was die für Fragen mir stellen. Ne? Deswegen nicht vergessen, unsere Kinder schauen auch zu. Bis zum nächsten Mal. So, Jungs und Mädels, das war Episode 8. Tag 1, Halbzeit 2 von der Gruppe D. Ich habe einen super geilen Angeltag gehabt. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Hoffe, dass die anderen Jungs auch ein bisschen was gefangen haben. Natürlich nicht so viel wie ich, ist ja klar. Aber so, dass ihr, wenn ihr ein bisschen Spaß habt, dranbleiben, Daumen drücken und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ciao. Well, that's a wrap for me. Good riddance, Sector 4. Oh! As I said, good riddance, Sector 4. Now, if I can get out of here to get to Sector 2, it'd be great. But, uh-oh, I think I have bigger problems than I thought. Das fasst Daniels Angeltag doch ganz gut zusammen. Nur Markus hat an Tag 2 ein noch dickeres Brett zu bohren. Im Peloton sind Kevin, John und Alex immerhin in guter Position, um vor dem Schlussspurt noch nach vorne aufzuschließen. Angesichts der bisher sehr überzeugenden Leistungen von Mark, Eule und Ton ganz sicher eine schwierige Aufgabe. Uneinholbar scheint das Spitzentrio zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht. Bis sich entscheidet, welche 4 Angler aus Gruppe D in die K.O.-Runde einziehen, stehen zunächst jedoch die Entscheidungen in den anderen Gruppen an. Den Anfang macht Gruppe A, wo momentan Flo Hassenpflug, Sami Mohib, Dustin Schöne und Herbert Ziereis die Quali-Plätze 1 bis 4 belegen. Ob Birger Domeyer, Max Guder, Evert Ostam und Cesar Valladares in den entscheidenden Stunden vielleicht noch etwas ändern können, erfahrt ihr schon zeitnah, denn die kommenden 8 Folgen strahlen wir im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus aus. Die erste Hälfte des zweiten Tages in der Gruppe A zeigen wir euch am Donnerstag um 20 Uhr. Die zweite Halbzeit folgt am Sonntag um 18 Uhr. Wir freuen uns wie immer über Support in Form von Einkäufen im LMAB-Fachhandel und natürlich bei uns im Shop. Macht es gut und ciao! Decide to go for the run.